Hallo und willkommen zu einem neuen Projekt, einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Wir spielen Nevermind. Ein Psycho-Horror-Game von Flying Mollusk. Flying Mollusk ist der Entwickler und der Publisher. Und wir schlüpfen in die Rolle eines Psychologen und wollen mal die Gehirne von Traumaopfern so ein bisschen aufräumen. Und das Spiel ist ein interaktives Spiel. Wenn man einen Biofeedback-Sensor hat, den könnte man sich dazu kaufen. Und dann würde das Spiel deine Angst, deine Gefühle messen und das mit ins Spiel einfließen lassen. Ich habe jetzt leider nicht so einen Sensor, also ich spiele das jetzt ohne. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt auf dieses Spiel. Ich habe da noch nicht reingeguckt, ich weiß nicht, was passiert. Ich bin auf jeden Fall mördergespannt und wir beginnen jetzt einfach mal. Auf geht's. So, wir stellen die Helligkeit ein. Boah, das ist schon okay so. So, auf geht's. Ich bin fürchterlich gespannt. Okay. Gut, das sind wohl auch solche Art Neurostalgia-Institut. Okay, das sind irgendwelche auch so Psychologen, denke ich mal. Okay. Gut, was sollen wir hier machen? Gut, wir berühren. Hallo Doktor, wir sind Doktor. Unsere Gesichtserkennungssensoren zeigen an, dass du wie heißt die Firma? Neurostalgias, neuer Neuroprober sein musst. Willkommen im Team. Sehr schön. Wir können hier die letzten Registrierungsdetails klären. Drücke fortfahren, um den Vorgang fortzusetzen. Machen wir doch glatt. Wir danken dir, dass du heute besonders zeitig gekommen bist. Ist doch immer so. Wir halten es für hilfreich, neue Neuroprober vor dem Eintreffen von Kollegen und Kunden zu begrüßen. Also dann. Als Neuroprober tauchst du ins Unterbewusstsein unserer Patienten ein, um ihnen bei der Bewältigung von psychologischen Trauma zu helfen. Dies ist eine äußerst wichtige Arbeit, die ein großes Maß an Sicherheit und Diskretion erfordert. Wir werden jetzt deine Identität überprüfen. Bitteschön. Die Erfahrungen, die dich erwarten, sind anstrengend und zerstörende Szenen und Situationen enthalten. Diese Szenen können unangenehme Reaktionen beim Teilnehmer hervorrufen, die gegenüber Ausführung und Abbildung von psychologischen, Trauma besonders empfindlich sind. Wenn du fortfährst, übernimmst du die volle Verantwortung für alles, was du erleben wirst. Stimmst du denen zu? Jo, das machen wir doch glatt. Nicht? Alles klar, weiter geht's. Bitte gib deine folgenden Daten ein. Vornamen und Familiennamen. Wie heißen wir denn? Nehmen wir einfach mal unseren Namen. Und unser Nachname ist... Wie ist denn unser Nachname? Oh mein Gott. Nehmen wir das mal. So. Weiter. Wir haben gesehen, dass du das dir zugeteilte Nostalgia-Gerät trägst. Okay. Danke für das Einhalten der Standardrichtlinien. Danke für das Einhalten. Danke. Du wirst sehen, dass Tipps und Interaktionsmöglichkeiten innerhalb des Instituts durch die Linse hervorgehoben werden. Aha. Deine Erstregistrierung ist abgeschlossen. Bitte begib dich in den Mitarbeiterbereich hinter dir. Die Nostalgia-Linse wurde mit deinem Mitarbeiterkonto synchronisiert und wird dir die Türen öffnen. Sehr schön. Alles klar, dann werden wir uns mal hier ein bisschen weiter umsehen. Sehr schön. Was haben wir hier? Haben wir so die Mitarbeiter oder was? Das sieht so nach einer großen Mitarbeiter. Stehen wir auch irgendwo dabei? Mal kurz schauen. Stehen wir irgendwo dazwischen? Ich glaube nicht. Nee. Wäre cool gewesen. Also ich kann mich nicht entdecken. Naja, okay, alles klar. Gut, wir gehen mal weiter. Alles klar, wir müssen hier lang. Gehen wir mal hier durch. Öffnen. Das Klo. Kommen wir nicht rein? Nein, wir müssen nicht. Hier auch nicht? Nein, das geht nicht.
Da müssen wir weiter. Aha. Nein, wie? Also eine beruhigende Atmosphäre. Da ist unser Büro höchstwahrscheinlich, so wie es aussieht. Begeben wir uns mal da mal rein. Doch, doch. Also doch annehmbar, muss man sagen. So, was sollen wir hier machen? Interagieren. Machen wir doch mal. Willkommen, Dr. Zocker. Wir sind auch wir. Patient auswählen. Achso, einen Patient auswählen. Patient Introsim. Wird behandelt von, hast du nicht gesehen, ja, alles klar. Eine simulierte Gedächtnislandschaft, die von Starling konstruiert wurde, um neue Mitarbeiter in dem Einstieg zu erleichtern. Ach so, das ist so eine Art Tutorial. Erkunde der Anteil des Abdrucks 0%. Okay, Abdruck aktivieren. Was haben wir denn noch? Nummer 25. Dieses wird derzeit verarbeitet und wird verfügbar sein, sobald der abgeschlossen ist. Ach, wir müssen erst. Achso. Das sind unsere Jungs, die wir. Tischrundensimulation. Okay, wir müssen auf jeden Fall hier erstmal durch. Okay, Abdruck aktivieren. So, die Tür ist auf. Gehen wir mal raus. Bin mal gespannt. Okay, der mal. Was ist denn das hier? So, wir werden gescannt, oder? Gut, jetzt werden wir... Also irgendwas passiert ist mit uns. Die Frage ist nur, was? Was passiert jetzt? Ein Intro-Sim ist eine simulierte Gedächtnislandschaft, die von Starlinger Institut erschaffen wurde, um neue Neuroprogramme... Things have become almost unbearable for me. And for my family. Nothing has helped. I guess that's why I'm here. So, if I just talk about my troubles, you'll be able to use it later to help with the procedure? Seems hard to believe, but you're the experts. I think many of my issues started when I was young. So, why don't we start with my childhood days, yes? Okay, let's see. I was raised in a lovely cottage in rural Germany. We didn't have much, but my twin sister, our father and I got by. There was actually a great famine for much of my early childhood, and often we went without food. I had many happy moments with my family, but the darkest times began when my father remarried. My stepmother always resented my sister and me. We didn't like her much either, to be honest. God, she was horrible. Sometimes she would take my sister and me out for long walks in the forest, and then she'd hurry home. My sister and I couldn't keep up, and we'd often get lost. We learned to leave a trail of whatever we could find on those walks to help us get home. I guess, in some ways, our stepmother helped us become resourceful like that. My sister is a real fighter. The kind of woman any girl or boy could look up to. She volunteers to work with various youth organizations now. Enough about her. Okay, what else? Maybe I should talk about my feelings, yes? You may find it hard to believe, but I've always struggled with various eating disorders and anxiety around food. Eating anything rich makes me feel scared and anxious. It's hard to describe. My sister has actually experienced similar issues, and it has worsened for us both as we've gotten older. That's not normal, now, is it? We've seen countless doctors about this in the past. They've determined that our issues may be trauma-related, but have yet to help us sort out the underlying source. They have yet to fix us. That's why we're here. Okay.
Also so ein bisschen Hänsel und Gretel-artig. Welcome to Neuroprober Training. I am pleased to be your guide. When I'm speaking, you can always make a right-click motion to skip this instruction. Okay, sehr schön. So, wir gehen mal hier durch die Tür. Achte auf alles. Whether you are speaking with the client directly or neuroprobing within their mind, it is always imperative to listen. You'll find that every detail of the subconscious is trying to tell its story. In the case of our clients, it's often the forgotten story of the trauma they experienced. Some parts of the patient's memory may have become confused or corrupted by the conscious mind's attempts to reconcile or cover up the truth of what happened to them. However, if you look closely and carefully in the right places, you will find that the truth will ultimately shine through. Gut, das hoffen wir doch, dass wir das alles ans Tageslicht bringen. So, was haben wir hier? Some parts of the subconscious allow you to interact with them, while neuroprobing make a left-click motion to engage with it. Holding on to right-click will allow you to move the item around to examine it further. When you are done, you can make a left-click motion again, and it will return to its natural position. Gut, das werden wir doch gleich mal probieren. Okay, halt, stopp. So, und einmal ein trockenes Brot. Sieht nicht mehr ganz so frisch aus. So, was haben wir hier? Ein Boot. Okay. Und ein Muffin. Ein Muffin. Okay. So, was haben wir noch? Wir schauen uns hier, da sind wir gewesen. Da drüben, was ist das? While neuroprobing, you will encounter objects that look like photographs. This is how your consciousness interprets the concrete memory moments it finds within the client's psyche. Typically, there are about 10 of these memory photos found in each psyche. The mind can hold on to only so much. You'll find that half of these photos present an actual moment relating to the trauma. The other half tend to be false memories created by the client's conscious mind. It will ultimately be up to you to determine which are which. More on that later. Okay, mehr dazu später. Also gucken wir uns das Bild mal an. Meine Stiefmutter hasste meine Zwillingsschwester und mich. Okay. Fotoerinnerung bestätigen. When you acknowledge a memory photo, it will surface more prominently in the client's psyche, and at that point can be found in a safe area of the mind, often where you begin within the client's mind. When you have found all 10 photos, you must put 5 of the memories that actually represent the trauma in the proper order. Doing so will, at last, fully release the memory to the client's conscious mind. Often he or she will experience a breakthrough at this moment. That breakthrough is what every neuroprober lives for and is the key to the client finally being able to work towards true recovery. Okay, also das wird doch wieder ein bisschen knifflig, das Ganze. Alles klar, was haben wir noch? Fotoerinnerung finden. The most important thing you do as a neuroprober is find and acknowledge these photos. However, this is easier said than done. While some photos are freely available in the subconscious, others are buried deeply within and will need to be coaxed out. Gut, einige müssen erst entrungen werden. Und was haben wir hier? Wir haben oft Kanincheneintopf gegessen. Das Foto ein bisschen hindrehen. So. Okay. Was haben wir hier? Liebe Gören, haut ab. In Liebe, eure Stiefmutter. Die ist ja sehr, sehr nett. Also so ein bisschen Hänsel und Gretel-artig. Also das muss ich mal sagen. Ich denke mal, das ist auch so gedacht. Da hinten ist eine Tür offen. Also hier kommen wir nicht weiter. Nein. Wir müssen hinten weiter. Ups. Was mir an den Türen aber ein bisschen auffällt, so als nebenbei. Interacting with one part of the mind can sometimes open up new areas of the psyche. Some things, like these doors, can change their state in response to actions taken elsewhere. Ja, genau, ne? Also jetzt, wenn wir nochmal auf die Tür zurückzukommen. Was mir auffällt, sind
Das ist eigentlich eine doppelflügige Tür. So ganz nebenbei. Naja. Kleinigkeiten sind Kleinigkeiten. Auf jeden Fall gibt es keinen Weg zurück. Okay, weiter geht's. Wir öffnen diese Tür. Okay, also da haben wir schon mal... Das sind die kleinen Steinchen. Und da ist noch ein Aufnehmen. Meine Schwester bewahrte mich davor, verspeist zu werden. Okay, immer noch du. The subconscious doesn't take kindly to intruders and will take every opportunity to feed off of any sensations of anxiety or tension you offer to it. If you can, try to stay calm and peaceful, even in the face of terror. If you can calm yourself, you'll find the subconscious will calm itself too. Okay, das geht schon wieder auf dieses Biofeedback-Sensor-Geschichte-Dingens hin. Wenn man das nämlich trägt, dann spürt das dein, keine Ahnung, Herzschlag oder was. Und wenn du aufgeregt bist, dann zeigt er dir ein bisschen mehr Böses an. Aber wie gesagt, ich spiele ja ohne diesen Sensor. Also wird das mal anders laufen. Ich weiß nicht, wie es jetzt genau funktionieren wird. Neuroprober-Puzzle, hast du nicht gesehen. Here is an example of an especially buried memory. Some details of a given trauma can be especially tenacious, but by gently and cleverly listening to the clues the mind gives you, you will find all you need to work through it. Just think of it as a puzzle for you to solve. When you focus on these puzzles, make a right-click motion if you need to break your concentration. Okay, schon wieder diese Puzzle-Sache. Okay, na gut. Okay. So, wir haben 3 Steine und 3 Vögel. Gut, das ist ja ziemlich simpel eigentlich, ne? Roter Stein, zack. Blauer Stein, blauer Vogel, wo ist denn der? Da hinten müsste er sein. Und weißer Stein, weißer Vogel. Okay. Das war noch ziemlich simpel, ist klar. Das sind die ersten Sachen immer. So, da haben wir noch ein Foto. Nie haben die Vögel für uns gesungen. Okay, also heißt es jetzt... Anleitung, das haben wir schon gemacht. Können wir da weiter? Geht die Tür auf? Ja, wir können die Tür öffnen. Mir ist ein bisschen unbehaglich, muss ich mal ganz ehrlich sagen. So. Überall sind die Steine. Okay. Was ein Trauma, mein Lieber. Ein wenig sehr gruselig, finde ich. Sehr gruselig, mein Lieber. So, wir sollen cool bleiben. War doch die Rede von, nicht? Also wenn wir jetzt nicht aufregen und keine schnellen Bewegungen machen. Wir gehen hier mal weiter. Da ist ein Foto wieder. Aufnehmen. Ein schreckliches Feuer brannte unser Haus nieder. Da vorne. While neuroprobing, your consciousness is lost deep inside the subconscious mind of the client. While this is a journey that you must make alone, we at the Neurostalgia Institute take the safety of our neuroprobers very seriously. If you need to access any of your neuroprober tools or pull your consciousness free, press your finger where an escape key might be. This will bring up your neuroprober tools, and you can proceed as needed from there. Escape. Probieren wir das mal aus. Ach nee, geht jetzt nicht. Zurück. While neuroprobing, your consciousness is lost deep inside the subconscious mind of the client. While this is a journey that you must make alone, Ich höre das nochmal. we at the Neurostalgia Institute take the safety of our neuroprobers very seriously.
If you need to access any of your neural prober tools or pull your consciousness free, press your finger where an escape key might be. This will bring up your neural prober tools, and you can proceed as needed from there. Mhm. Okay, also bewegen wir uns mal hier weiter. Es ist auf jeden Fall eine sehr bedrückende Stimmung hier. So, öffnen. Wir dringen immer tiefer in die Psyche des Patienten ein, so wie sie es... Und zack, sind wir wieder draußen. Hallo? Achte auf alles. Ach, jetzt sind wir wieder hier, genau. Ach, da hinten ist noch eine Tür. Genau. Verschiebung ist klar. Wir haben jetzt 5 Bilder und 5 fehlen uns noch. Gut, dann müssen wir rauskriegen, welche noch für was da ist. Wir müssen aber jetzt hier rein. Die Tür ist jetzt ja geöffnet. Da können wir durch. Öffnen. Eigentlich traue ich mich da gar nicht raus. Okay, na gut. Ruhig bleiben, selbst in angesichts der Gefahr. Oh mein Gott. Oh Gott, okay. Do you remember when I mentioned that the client's subconsciousness can feed off of your fear? Some especially vulnerable areas can be very sensitive and dangerous. When you place your consciousness in another's subconsciousness, there is a risk of you getting hurt, of the pain and turmoil of the client's subconscious drawing your own mind into its agony. You must be brave in these areas despite the risk. You must stay calm. Should you let your fears get the best of you, it will be incredibly difficult to proceed unharmed. Oh mein Gott. Also wir müssen cool bleiben. Wir müssen cool bleiben. Das heißt, keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir ein bisschen cool bleiben. So. Wo sollen wir hin? Welcher Weg führt uns weiter? Ist das hier längs? Wir gehen den Weg. Irgendwas passiert doch gleich. Ich sehe das doch schon. Ich fühle das. Oh mein Gott. Es ist eine Art Labyrinth. Eine Art Labyrinth. Wir gehen einfach mal schnurstracks drauf los. Die Dornenhecke. Ein Objekt tragen. You can even pick up and walk around with some objects. To do so, interact with it and then start walking while holding on to it. Okay, alles klar. Was sollen wir jetzt machen? Ich denke mal, wir müssen das aufnehmen. Ach so. Was ist jetzt passiert? Auf jeden Fall ist da irgendwas passiert. Da vorne ist noch was. Was ist das hier? Hallo? War das vorher auch schon? Das war vorher nicht. Das hat sich hier verändert. Welchen Weg gehen wir? Den da vorne? Oder ja, wir gehen mal den Weg. Das ist ja ein... Was ist das? Ein Klavier? Ein Klavier? Also die Geräuschkulisse ist schon extrem... Es geht schon an die... Doch. Was haben wir hier? Das Schaukelpferd. Irgendwas wühlt da im Dickicht rum. Also was ist das hier? Da passiert doch gleich irgendwas. Irgendwas passiert doch da gleich. Aha. Hier ist wieder ein Stein. Den nehmen wir doch mal auf. So. Das Licht ist auch aus.
Mein lieber Mann. Mein lieber Mann. Wenn das im Tutorial schon so... Das hat sich doch alles verändert hier. Also wenn das schon im Tutorial so komisch ist, so... Dann will ich nicht wissen, wie das bei den ersten Patienten ist. Oh mein Gott. Oh. Oh. Keine Angst zeigen, keine Angst zeigen. Oh. Oh mein Gott. Aufnehmen. Was ist denn das überhaupt? Das ist ein Brot, ja. Okay, geben wir ihm das mal. Pfui. Meine Güte. Also ich muss zugeben, ein bisschen Gänsehaut habe ich schon. Und das ist nur das Tutorial, also das wird echt was werden hier. Was ist das? Was ist das, was da so... Aha. Was ist... Das ist doch ein Kerker, also so ein Gefängnisdingens. Was haben wir da? Aha. Da ist noch so einer. Ich denke mal, die Sache mit Zwillingsschwester-Geschichte. Da vorne ist doch nochmal so ein. So, ich nehme das Brot wieder auf. Und dieser Frosch. So, jetzt drehe ich mich nicht um. Was ist jetzt? Oh. Meine Güte. Da ist der Ofen. Sie wollen mich verspeisen. Uns. Da ist noch ein Ofen. Also uns fehlen immer noch 5 Fotos. War das nicht so? Das war das so, ne? 5 Fotos fehlen uns noch. Bin mal gespannt, wo wir die denn entdecken werden. Da hinten ist ein Foto. Da ist noch ein Foto. Das Haus war eine Falle. Hier wurden Kinder gekocht und gegessen. Na super, und wir müssen da rein. Alter, ich habe wirklich totale Gänsehaut, muss ich sagen. Also wirklich. Die Atmosphäre ist wirklich sehr, sehr cool gemacht. Also ehrlich wahr. Das ist wirklich der Hammer. Also wir müssen jetzt darüber, Freunde. Und ich fühle mich nicht wohl dabei. Und ich sehe schon, die Zeit ist schon wieder durchgerannt. Ich sag, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann sehen wir uns in der nächsten Folge Nevermind wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.